I had 7 women on my mind. 4 that wanna own me, 2 that wanna stone me, 1 says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up, but you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Well, I was standing on a corner in Winslow, Arizona. Such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Come on, baby, don't say maybe. I gotta know if your sweet love is gonna save me. We may lose and we may win, but we will never be here again. So open up, I'm climbing in. So take it easy. Down the road, trying to loosen my load. Got a world of trouble on my mind. Looking for a lover who won't blow my cover. She's so hard to find. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels make you crazy. But come on, baby. Don't say maybe. I gotta know if your sweet love is gonna save me. Hallo zusammen! In diesem Video möchte ich euch ein weiteres TSC-Messer aus meiner Sammlung vorstellen, das ich schon seit Monaten im täglichen Einsatz habe und euch nur wärmstens empfehlen kann. Die Rede ist vom TSC Speed Demon. Ein skelettiertes Neckknife mit einer Klinge aus Elmex-Stahl. TSC-typisch sehr hochwertig verarbeitet. In dieser Ausführung hat das Speed Demon ein Apokalypse-Klingen-Finish, das dem Messer einen coolen und einzigartigen Look verpasst. Für ein Neckknife hat es mit einer Gesamtlänge von 18 cm eine ordentliche Größe für alle gängigen Schneidaufgaben und kann durch sein geringes Gewicht von gerade einmal 67 Gramm problemlos um den Hals getragen werden. Im Lieferumfang des Speed Demon befindet sich eine hochwertige Kydex-Scheide. Diese kann wahlweise mit einem Paracord-Lanyard um den Hals getragen werden oder lässt sich auch dank dieser Schlaufe einfach am Gürtel befestigen. Wie alle größeren Modelle von TSC wird auch das Speed Demon in so einer schwarzen Box ausgeliefert. Im Lieferumfang befinden sich TSC-typisch ein PVC-Patch, ein Aufkleber sowie eine Garantiekarte. Zu den technischen Daten: Die auf 61 HRC gehärtete Droppoint-Klinge aus Elmex-Stahl misst 8,6 cm, hat eine Klingenstärke von 4,2 mm und misst direkt hinter der Schneidphase 0,6 mm. Auch ohne Griffschalen oder Paracord-Wicklung liegt das Speed Demon sehr angenehm und sicher in der Hand. Ich konnte bei Handschuhgröße 9,5 keine Hotspots feststellen. Damit ihr euch eine bessere Vorstellung über die Größe des Speed Demons machen könnt, habe ich mal ein paar andere Messer zum Vergleich dazugelegt.
Das TSC Speed Demon ist bei mir seit knapp einem Jahr im Einsatz und wurde in dieser Zeit fast täglich benutzt. Wie ihr im Vorspann sehen konntet, habe ich das Messer nicht geschont und für alle anfallenden Messeraufgaben verwendet. Das Speed Demon hat hierbei stets eine gute Leistung abgegeben und im Hinblick auf seine leichte Bauweise kann ich dieses Modell bedenkenlos als guten Allrounder für den EDC-Alltag empfehlen. Auch wenn das Speed Demon aus dem gleichen Elmex-Stahl wie das Modell K1S gefertigt wurde, hat der rasierscharfe Werksanschliff nicht ganz so lange gehalten. Ein regelmäßiges Abziehen übers Leder hat aber ein klassisches Nachschleifen bisher überflüssig gemacht. Auch nach 10 Monaten ist das Speed Demon immer noch ordentlich scharf, ohne irgendwelche Schäden an der Schneidphase. Das Messer ist mir auch in dieser Zeit mindestens 3-mal unabsichtlich auf den Boden gefallen und hat glücklicherweise auch den Sturz auf Beton- und Terrassenplatten unbeschadet überstanden. Wer auf den Look des Apocalypse-Finish verzichten kann und mit seinem EDC-Messer in erster Linie Lebensmittel schneiden will, sollte sich vielleicht lieber die satinierte Version des Speed Demon zulegen. Nach meiner Erfahrung ist die Klingenoberfläche mit Apo-Finish anfälliger für Rost als eine satinierte oder polierte Oberfläche. Gerade in der ersten Woche hat das Finish teilweise stark auf Feuchtigkeit reagiert. Auf der kompletten Klinge hat es sich eine leichte Rostschicht gebildet und optische Spuren haben sich eingebrannt. Ein paar Tage darauf hat es sich dann eine Patina gebildet, seither gibt es keine Probleme mehr. Ich sehe das nicht als Mangel, aber meiner Meinung nach sollte ein potenzieller Käufer über diese Sache Bescheid wissen, sodass er beim Kauf entscheiden kann, ob dieser Punkt für ihn relevant ist oder eben nicht. Mich hat das Speed Demon als leichtes EDC-Messer absolut überzeugt. Ein Paragraph 42a-konformes Messer, das aufgrund seines geringen Gewichts jederzeit und überall mit in der Hosentasche, am Gürtel oder eben um den Hals getragen werden kann, ohne dass es einen stört oder lästig ist, mit einer vernünftigen Klingenform und guten Handlage. Im Hinblick auf die Verarbeitungsqualität und den Preis kenne ich kein vergleichbares Neckknife und spreche dem Speed Demon eine klare Kaufempfehlung aus. Wer sich für ein Speed Demon oder ein anderes TSC-Modell interessiert, sollte wissen, dass dieses Modell und viele weitere aktuell bei Tools for Gents im Angebot sind. Für die Sammler unter euch gibt es auch eine Custom-Version des Speed Demon mit Kupfercarbon-Griffelementen und einer Klinge aus Vanatis 4 Extra. Gut, dann sage ich danke fürs Reinschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal.